Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, der zweite Teil vom Tonfa, beziehungsweise von dem ersten dicken Klopper, den wir jetzt ein bisschen mit Elektrik, naja, vollstopfen kann man nicht sagen, aber er kriegt ein paar Spielereien und wird jetzt optisch ein bisschen getuned, dass das Ding alles so ein bisschen futuristisch aussieht. Ich habe schon ein klein wenig mal wieder vorgearbeitet, damit das nicht ganz so üppig wird. Weil das ist einiges, was da jetzt noch ein bisschen dran gemacht wird. Und dann gucken wir mal. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Wenn es euch gefällt, denkt dran, Abo nicht vergessen, die Glocke, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Bleibt dran. Sehen wir uns. Dann geht's mal los. Das Ding, das macht man dann im dritten Teil, dass das gepinselt wird, genau wie das Elektroteil auch. In dem Teil werde ich euch schon mal ein bisschen zeigen, weil ich schon alles so ein bisschen vorgemacht habe. Das ist noch nicht so mega viel, aber schon so wenig. Ich bin jetzt hingegangen, habe hier hinten noch so ein Stück dran gesetzt, quasi für die Kabel reinzumachen. Dann habe ich mir überlegt, wie kannst du die Batteriefach dann wechseln, wenn die Batterien alle sind. Habe ich hier so ein Teil gemacht. Das ist quasi, kann ich das hier so einhaken. Ja, wird dann auch gepinselt. Wie gesagt, so ein bisschen hier wie so eine Klemme. Dann kannst du hier den Kabel rausholen und das Elektrikteil kannst dann auch komplett. Ja. Dann kann man hier in Ruhe die Batterien rausholen. Wieder rein. Kabel hier drin verstauen, da ist mehr wie genug Platz. Hier habe ich ein Loch gemacht, das kann man dann drauf drücken, ne? Ohne dass das so sehr auffällt. Dann machen wir das Ding hier einfach wieder rein und dann ist das quasi wieder zu. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht die hübscheste Lösung, aber kann man, denke ich, mitarbeiten. Ich muss mal gucken, das schiebt sich ein bisschen hin und her, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was reinmachen, dass das sich nicht verschieben kann. Ein bisschen Luft ist noch, aber das ist jetzt nicht so wild. Wie ihr seht, das geht ganz gut. Dann habe ich hier so mit Dreiermatte noch so ein bisschen was drum, dass das aussieht, als wenn das irgendwie festgeschraubt ist. Ne? So ein bisschen hier. Mal gucken. Ist noch nicht fertig, also ein bisschen habe ich schon vorgemacht. Das wollte ich jetzt nur erstmal erklären. Hier hinten das Action, war noch Latex irgendwie dran gekommen. Das habe ich zugemacht und hier auch. Hier werde ich noch so ein bisschen so wie hier drum machen, so ein bisschen irgendwie, dass das festgedübelt aussieht. Also so leicht improvisiert. Dann habe ich hier schon mal so ein paar Ringe drum gemacht. Da werde ich dann hier den Schlauch, obwohl das könnte man eigentlich schon machen. Ich muss noch schauen. Dann nehme ich doppelseitiges Klebeband für. Kabel hier noch durchkriege. Ich schmeiß noch mal hier auf Seite. So, ich hoffe nur, das passt. Ja. Ich habe nämlich hier so einen kleinen Schnitt gemacht, bevor ich den Ring hier quasi noch mal außen drum geklebt habe. Jetzt hatte ich mir natürlich auch überlegt, wie ich das Ganze so baue, dass man das auch noch auseinanderbauen kann, wenn man was ist. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man das alles so bauen will, dass man komplett alles austauschen kann. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Batteriefach, der Rest, ich denke mal, dass der Kabel relativ lange halten wird. Gehe ich jetzt mal von aus. Kann natürlich sein, dass ich da irre, aber ich will es mal nicht hoffen. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Vorbereitungen gemacht. Und zwar habe ich jetzt hier das Teil habe ich schon mal vorbereitet. Da kommt dann quasi, ich hoffe, das passt, hier so drauf. Da muss ich noch ein Stück abschneiden. So, das kommt dann hier. Wie gesagt, ich mache da so ein paar Blenden und so was drauf. Das wird dann nachher dann gepinselt.
Das Ganze soll ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen brachialer aussehen. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ding nachher aussieht, wenn ich das fertig habe. Wie gesagt, das ist jetzt alles relativ wild improvisiert, was ich hier baue. So ein bisschen habe ich mir überlegt, wie das aussehen könnte, aber so im Großen und Ganzen ist das eigentlich wirklich alles improvisiert. Weil das nachher hübsch aussieht. Mal gucken, was dann nachher bei rumkommt. Ich hoffe, was an sich ähnlich ist. So, das wird quasi so wie so eine Art Druckknopf soll das dann darstellen. Wie gesagt, könnte man natürlich vielleicht auch vorne noch was mit der Elektrik, aber das will ich mal nicht zu sehr. Wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen, weiß es noch nicht, ob das so das Optimale ist. So, jetzt machen wir hier hinter mich. Hoffentlich fällt das nicht wieder um. So, ab und zu fällt das nämlich schon mal um. Das Ganze wird dann hier so dran gemacht. Dann machen wir jetzt mal hier bei dem Teil weiter. Fertig. Dann machen wir hier über noch ein paar Nieten drauf oder so. Wir haben ja hier von den Dreiermattenstücken aus den Dingern noch ein ganzes Teil. Wie gesagt, nicht wegwerfen, ich kann man immer noch für irgendwas brauchen. So, gucken wir mal, wo wir die drauf machen. Vielleicht hier noch so wie so eine Art Kranz. Das sieht bestimmt dann auch was hübscher aus. Macht man nicht so nah, damit man nachher auch noch ein bisschen was sieht. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was drum. Dann sieht das nicht ganz so langweilig aus. Ja. Sachen hier drin müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht noch irgendwie so ein Stück Matte rein. Muss ja nichts Großes sein, das ist quasi nur, damit das Teil hier an Ort und Stelle mit dem Knopf hier halten wird. Ja, funktioniert. Dann machen wir die Heißklebepistole aus. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, mal abgesehen noch so ein bisschen feinarbeiten, aber damit will ich euch jetzt nicht zu sehr langweilen. Würde ich sagen, der grobe Grundbau ist jetzt fertig. Ja. Muss noch ein bisschen geglättet werden, noch ein bisschen hier und da noch was nachgearbeitet. Und dann können wir anfangen zu pinseln. Das würde ich aber sagen, das machen wir dann im dritten Teil. Dann das normale Tonfer dann natürlich auch. So, mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ja. Sollen wir uns das mal im Dunkeln angucken? Ich würde sagen, ja, oder? Erstmal Lampen aus. So, schon mal anmachen. Wie gesagt, ja. So. Hat vielleicht, an, vielleicht wirklich nicht schlecht, weil hier vorne noch was rein. Das hier so ein bisschen, aber naja, da gehe ich jetzt lieber nicht mehr dran. Hätte ich besser vielleicht vorher machen sollen. Ich wollte hier noch so eine Art Kranz machen, dass hier vorne noch ein bisschen das Licht rauskommt. Naja, gut.
Ist jetzt nicht ganz so toll, wie ich jetzt, also so schon, aber ich hatte eigentlich hier, ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, ich jetzt hier dran gehe, dass ich nachher an den Schlauch dran komme, weil der ja ziemlich eng dran ist. Ja, war natürlich mal wieder so ein kleiner Denkfehler. Naja, hier ist nicht schlimm. So. Ich hoffe, bis jetzt hat euch das Ganze gefallen. Ihr seht ja, ne, wie gesagt, das wird einmal der normale Tonfa und dann hier dieser Elektroschock, Mega, irgendwas Tonfa, was auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Bezeichnung, wie ihr das Ding nennen könnt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare drunter schreiben, wie ihr so ein Ding nennen würdet. Ne? Schocktonfa oder so. Wie gesagt, das ist jetzt schon die Vorbereitung halt für den Schockstab, weil ich mal so ein bisschen probieren wollte. Wie ihr gesehen habt, man kann den Kabel abschneiden, ohne Probleme, funktioniert dann immer noch. Ist ja so eine Silikonkappe drauf, die man am Ende machen kann. Gut, die habe ich jetzt hier nicht drauf gemacht, weil da ja die Matte und alles drüber gekommen ist. Ja, dann werde ich jetzt noch ein bisschen die Kanten noch ein bisschen brechen und hier und da würde ich sagen noch mit dem Heißluftföhn halt drüber gehen. Natürlich aufpassen, weil ja nicht nachher irgendwie der Kabel oder was schmilzt. Aber das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Geht ja schnell drüber. Ja, wie gesagt, im nächsten Teil werde ich das Ganze dann anpinseln und dann schauen wir mal, wie das Ganze fertig aussieht. Ich hoffe, bisher gefällt euch das ganze Projekt. Vor allen Dingen den Leuten von der Dark Genesis Con, ne, die wollten ja das Ding so was haben, beziehungsweise eigentlich schon nur das Tonfa, das dickere Teil, das hat sich ja jetzt so frei ergeben. Weil die hatte mich eigentlich gefragt, ob ich dann vielleicht auch irgendwas bauen kann, was so in das Setting passt. Ja, mal gucken. Könnt ihr mal schreiben, ob sowas bei Dark Genesis irgendwie passen würde. Ja, sieht ein bisschen zusammengewürfelt aus, aber ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Den Schockstab, den werde ich nachher nach einem Artwork, also mich weitgehend dran halten. Aber das ist ja ein anderes Thema. Wie gesagt, da fange ich jetzt auch bei Gelegenheit an. Und die anderen Sachen, die manche noch sehen wollten, keine Sorge. Ist alles auf der Liste drauf. Ich mache es nur halt immer so, wie ich Lust und Laune drauf habe. Also seid mir nicht böse, dass manche Sachen dann wie ein Speer oder sowas dann schon mal ein bisschen länger dauert. Ne? Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos, beziehungsweise Projekte. Wir sehen uns.